Mal gucken, ob die Schäden bis Sonntag behoben sind. Oh, das Laminat. Oh, ja, okay. Weht schon? Ja, ein bisschen Laminat ist weggeweht und in der Wandpalisade ist ein Loch. Wie gut, dass wir nicht doof sind. Oh, herrlich. Herzlich willkommen zur 102. Folge von Ausgestanzt und Ausgefragt. Heute geht es um ein Kreativdrama, das wir alle kennen, die Bastelblockade. Plötzlich sitzt man da, starrt auf Papier, Kleber und Stanzen und sie starren gnadenlos zurück. Inspiration? Fehlanzeige. Wir quatschen darüber, was tatsächlich hilft, welche Tricks eher ins Leere laufen und wie Mel und Pete sich selbst wieder aus dem Bastelsumpf ziehen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 102. Folge. Yippie! Und heute, ja, also bei mir hier ist gerade Weltuntergangsstimmung, was das Wetter angeht. Es ist grau in grau, es grummelt sogar, obwohl es gar Ja, nicht so warm war. norddeutscher Hochsommer, ne? Ja, genau. Und eigentlich ist das ja immer so die Situation, wo, ich sag jetzt mal, Normalsterbliche sich aufs Sofa flitzen und beispielsweise Netflix anmachen. Und Bastelinspirierte setzen sich in ihre Ecke, an ihren Tisch, wie auch immer, und fangen an zu basteln. Ja, Aber finde was ist, wenn ich jetzt eine Blockade habe? ja, das ist schlecht. Blockade ist schlecht. Guck mal, steigen wir gleich voll ein ins Thema hier. Ich wollte noch was erzählen von unserem Hellgrau heute, äh, Ja, weil es ist jetzt gerade tatsächlich hellgrau. Es war die ganze Zeit dunkelgrau und jetzt ist es hellgrau. na Es guck, ist nee. schön. Ja, dann ist das Dunkelgraue zu mir hier runtergeschwuppt. Wetter in Norddeutschland. Ja, genau. Blockade. Blockade kann passieren. Du, ich glaube, das kennen ja viele. Man sitzt irgendwie, eigentlich möchte man und irgendwie geht Mhm. nichts. Ja, genau. So. Und ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Also einmal zwischen, also so einer Blockade, die halt gerade ist, weil man irgendwie für ein Thema jetzt irgendwie gerade keinen Zugang findet oder so. Keine Ahnung. Du sitzt halt irgendwie, du willst unbedingt eine Geburtstagskarte machen und irgendwie flutscht es nicht. Oder manchmal ist es ja auch so, dass man in einem Projekt ist und dann plötzlich feststeckt, Mhm. irgendwie so gar nicht vorwärts geht. Oder was halt richtig übel ist, ist, wenn man also wirklich so eine Kreativblockade hat, wo man das Gefühl hat, irgendwie kommt da gar nichts mehr raus, so egal, was ich mache oder welches Thema oder irgendwie merke ich, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr so richtig, obwohl ich das eigentlich doof finde, weil eigentlich möchte ich, aber irgendwie geht's nicht. Und Ja. das ist dann, ja, dann kommen wir heute mal hier in den Bereich der Hobbypsychologie, ne? Ich hab das ja schon mal irgendwann angesprochen, bei dir und auch bei irgendjemand anderes noch aus dem Designteam, so gerade als Designteam-Mitglied auch noch. Wenn du dann eine Blockade hast, ist, glaube ich, richtig fatal. Ja, also wie gesagt, es kommt immer darauf an, was es ist. Also wenn es sich jetzt halt gerade um ein Projekt dreht, wo du irgendwie drin hängst und läuft irgendwie nicht, oder aber, wie gesagt, du brauchst halt irgendwie jetzt ad hoc irgendwas und kriegst das aber halt nicht so aus dem Ärmel geschüttelt, wie Mhm. du dir das vorgestellt hast, ist das eine Geschichte. Und wenn du halt aber so eine wirklich, ja, so eine existenzielle, nenne ich das jetzt mal, Blockade hast, das ist dann eine andere Hausnummer. Also bei den ersten beiden würde ich sagen, okay, ne, das kann man mal aussitzen und es gibt Mittel und Wege, da können wir uns jetzt auch gut drüber unterhalten, das zu durchbrechen. Aber wenn es halt so richtig tiefgehend ist, weil man irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen nichts Kreatives zustande kriegt, dann ist das tatsächlich eine ganz hässliche Nummer, weil ja, da halt dann andere Dinge angesprochen sind. Also ich kann ja jetzt mal blank ziehen. Komm, wir sprechen heute mal drüber. Ich habe das damals gehabt, als mein Ex-Mann hier die Trennung eingeläutet hat. Ja. Da habe ich wirklich eine Phase gehabt, wo es einfach ähm, da kam nichts aus mir raus, so, ne? Und Der das Kopf ist, war wahrscheinlich auch voll, ne? naja, der Kopf ist voll und tatsächlich ist es ja auch so, wenn du Kreativität so lebst, so wie ich das mache oder ja auch viele andere auch, das ist ja nicht einfach nur ein Hobby, sondern das ist ja ein Lebensgefühl so. Und wenn halt so existenzielle Dinge sind wie eine Trennung oder auch ein Verlust irgendwie von einer geliebten Person oder was heißt Person, Wesen, ne? Das kann auch Mhm. das Haustier sein, das ist völlig egal. Oder halt irgendwas wirklich Heftiges irgendwie einmal gestreift hat im Leben, dann kann das halt schon mal dazu führen, dass man halt irgendwie
an der Stelle das nicht mehr so rauskriegt. Und das ist tatsächlich, das ist überhaupt gar kein schönes Gefühl, weil wir ja diese Bastelei immer dann auch grundsätzlich mit Entspannung und mit Ich-Zeit und mit solchen Dingen ja auch verknüpfen. Ja, Und wenn genau. das nicht mehr geht, das fühlt sich nicht schön an. Mhm. Das fühlt sich überhaupt nicht schön an. Also ich habe damals das auch gehabt. Also ich war ja noch damals für einen anderen Online-Shop tätig und habe ja auch das Magazin gemacht und ne, Blog und auch Workshops und Kram. Und das war wirklich, also ja, ich war so tief getroffen, dass das alles irgendwie überhaupt nicht mehr so funktionierte. Also wenn man natürlich auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückblicken kann, dann kann man sich natürlich da behelfen. Ne? Also ich meine, Routinen und Fingerfertigkeit, die bleiben ja in der Regel so, aber man ist halt mit dem, was man macht, dann halt irgendwie nicht so mega happy. Und ich habe halt damals das große Glück gehabt, dass meine Freundin, mit der ich damals das Magazin zusammen gemacht habe, die hat ganz viel aufgefangen für mich, so dass ich dann zumindest nicht diesen Stress für mich noch hatte, oh Gott, ich muss da jetzt. Und alles, was ich nicht musste, in Anführungsstrichen, habe ich dann auch einfach, also ich habe mich dann irgendwann ergeben quasi und habe dann festgestellt, okay, je mehr Druck du dir machst, desto schlimmer wird es ja. Du musst da Klar. jetzt irgendwie Gas rausnehmen. Und habe dann tatsächlich auch, ich habe Workshops gecancelt und auch so Dinge, was weiß ich hier, mein Blog und Instagram und so, alles einfach mal nicht bedient und also auch eine ganze Weile. Hatte dann auch also Gesundheitsfragen noch und so weiter und so weiter. Das hat sich echt aufgeschaukelt, so dass ich wirklich, ja, so 5 Monate raus war aus der Nummer. Ja. Und Aber das dann war hast du das auch gebraucht, ne? Ja, es ging halt einfach nicht. Also Ja. irgendwann, gibt halt mal Situationen im Leben, da ist man so am Anschlag, da geht es nicht. Aber das Schöne ist ja, es kommt irgendwann wieder. Und dann fühlt es sich doppelt gut an. Also das ist natürlich eine Sache, das kann man halt schwer akut lösen. Und klar, wir haben damals das Magazin ist trotzdem weitergelaufen und ich habe auch Sachen dafür gemacht, aber es war halt alles so, mein persönliches Herzblut fehlte halt dabei. Es war dann Mhm. irgendwie nur noch Handwerk, ne? Also das ist tatsächlich nicht schön. Und ich glaube, wenn man wirklich so existenziell getroffen ist von irgendwas, ist es grundsätzlich immer eine gute Sache, auch entsprechend Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Kann nicht schaden, ja. kann überhaupt nicht schaden. Nein, gar nicht. Ich habe das damals auch gemacht. Also es war für mich, weißt du, ich bin ja so ein Macher, ne? Ich packe die Dinge an, ich entscheide, ich bestimme mein Leben selbst, ich stehe mit beiden Füßen auf dem Boden und ja, das habe ich auch ganz oft so als Feedback, ne, dass mir Leute sagen, boah, wie machst du das eigentlich immer? Du bist immer, bei dir sieht das immer alles so leicht aus. Ähm, aber trotz allem, wie gesagt, wenn man halt irgendwie angeschossen ist, dann kann es auch einfach mal brach liegen. Und wenn man einfach feststellt, okay, das ist jetzt nicht eine Sache, die nach 2 Wochen wieder vorbei ist oder 8 Wochen oder wie auch Mhm. immer, ich drehe mich da irgendwie immer weiter und die innere Unzufriedenheit wird dann halt auch irgendwie immer größer, weil halt dieses Ventil, das du sonst immer hattest, Dinge zu kompensieren über die Kreativität, plötzlich wegfällt. Ja. Das, ja, da muss man dann einfach echt mal sich eingestehen und sagen, okay, vielleicht komme ich an der Stelle jetzt gerade gar nicht alleine weiter und muss doch mal die Hosen runterlassen. Und dann, also wenn man diesen Entschluss eigentlich gefasst hat und für sich sagt, okay, ne, ich muss da jetzt nicht alleine vorstehen und ich habe irgendwie ne, den Druck, den ich mir nehmen kann, das schaffe ich irgendwie zur Seite und auch nicht diese Angst zu haben, oh Gott, wenn ich jetzt hier irgendwie pausiere oder wenn ich jetzt irgendwie gerade Dinge nicht bediene, weil da sind Leute, da sind Leser, da sind Workshop-Teilnehmer, da sind Menschen, die warten ja, die wollen ja Ja, was. Ja, natürlich. und dann kommen irgendwann die E-Mails, man hört ja gar nichts, man liest ja gar nichts, was ist denn los und so weiter und so weiter und du fühlst dich immer schlimmer. Mhm. Das, ja, das ist nicht schön. Und in dem Moment, wo du aber einfach einsiehst und sagst, okay, ich bin offensichtlich gerade irgendwie in einer Lebensphase, ich muss mich hier mal sortieren und diesen inneren Krampf loslässt. Ne, dieses Gefühl von, aber ich muss das doch jetzt alles, weil ich habe das doch immer gemacht. Dann wird es schlagartig wieder besser. Ja. Also, ne, das ist, schau mich an, hier bin ich kreativer und aktiver in unserem Biss als je zuvor. Das ist, wie gesagt, so eine Phase kann passieren und das kann auch jemand ganz Eingefleischten passieren. Und ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht, ähm, ja, wie soll man sagen, es ist, glaube ich, gar nicht so gut, dass da nicht so drüber gesprochen wird. Mhm.
Ne? Weil das ist, also weil man schätzt sich ja auch dann selbst zu gering und sagt, naja, Gott, das ist Basteln oder ne, es ist ein Hobby und Man spielt's runter, ja, ja, klar. man spielt es runter oder man sagt, ja, vielleicht ist es jetzt für mich auch vorbei, vielleicht suche ich mir was anderes. Und das ist so, also wenn du irgendwas hast, was du dein Leben lang irgendwie gelebt hast, weil wie gesagt, Kreativität selber ist ja kein Hobby. Also jetzt Papierbasteln ist ein Hobby, aber Kreativität nicht. Nee, Das, das stimmt. das ist ja was, was zu einem gehört. Und dann muss man einfach mal anfangen, dieses Pflänzchen so ein bisschen zu püscheln und wieder zu hegen. Und ob es einen dann zurückbringt, unbedingt zu diesem Hobby oder vielleicht einem anderen aus diesem riesen Spektrum, das es ja gibt in der Kreativität, das zeigt sich dann. Manchmal kann sowas auch ganz hilfreich sein, weil man plötzlich einen Umbruch hat und was ganz Neues für sich entdeckt und auf Ja, einmal vielleicht nicht mehr Papier knickt, sondern den Pinsel schwingt oder so, ne? zum Und dann Beispiel. seine Möglichkeiten auch erweitert. Also ja, wichtig ist einfach an der Stelle nicht die Hoffnung zu verlieren und sich nicht selber mehr Druck zu machen, als das Not tut. Aber ich denke, für die Hörer jetzt, also jetzt habe ich meinen Seelenstriptease hier fertig. Ich denke, für unsere Hörer ist es vielleicht einfach nett, so ein paar, ne, wie soll man sagen, Tricks auf Lager zu haben, wie man so akute Kreativtiefs bewältigen kann. Ja, unbedingt. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast, keine Ahnung, da kommt jetzt jemand um die Ecke, völlig aufgelöst und sagt, Shit, Pete, du bist doch hier unser Bastelass, ich brauche ganz dringend irgendwie hier eine mega Geburtstagskarte. Du sagst, ja, ja, mache ich und dann setzt du dich hin und stellst fest, fuck, was machst du dann? Pauschal gesagt, fange ich trotzdem einfach an. Das ist schon mal gut. Ich setze mich erstmal davor, mache erstmal schon mal das Papierschneiders schon mal zu, weil ich bin so der Typ DIN A-lang, mache ich für mein Leben gerne. Mhm. Dann suche ich mir schon mal erstmal Papier raus, was mir gefallen könnte. Und falls dann bis dahin noch keine Idee kommt, gucke ich mir mal so ein paar Farben oder auch Motivbögen an, Mhm. was passen könnte. Schneid das erstmal in alle Ruhe zu und falz das und dann gucke ich mir erstmal den Rohling an. So, und dann sprudelt es manchmal von alleine, dass man dann so denkt, ach ja, ich könnte ja. Und dann forstet man entweder seine ganzen Stempel mal durch zum Thema Geburtstag oder auch die Stanzen oder. Mhm. Und dann kommt's eigentlich. Du, aber das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein richtig guter und gesunder Weg. Aber weißt du, was viele machen? Die sitzen dann irgendwie in so einer Situation. Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe es mir dann irgendwann einfach abgewöhnt und fange dann an, wie wild irgendwie durchs Internet zu scrollen. Dann wird Instagram bemüht und Pinterest und weiß der Geier was, alles, was man kriegen kann, sich noch schnell 37 YouTubes-Videos, okay, schneid das erstmal raus, YouTube-Videos reingebrezelt und so weiter und so weiter. Und was dann nämlich passiert oder passieren kann, ähm, ist, dass du den totalen Informations-Overkill hast und am Ja, Ende noch viel weniger geht als vorher. du setzt dich damit ja noch mehr unter Druck, würde ich Ja, jetzt sagen. total. Also, aber weil das halt für viele ne, also wenn du das mal liest, irgendwie, was weiß ich, hier in irgendwelchen Bastelgruppen, wie gesagt, Facebook, sonst irgendwas, WhatsApp-Chats, egal. Ja. Und dann so, ja, oder guck doch mal bei Pinterest. Und dann denke ich immer so, also für mich, aus meiner Erfahrung, ist das überhaupt dann nicht der richtig gute Weg. Was natürlich sein kann, dass du sagst, okay, irgendwie, ich habe jetzt gerade nicht die Ahnung, ich gucke mal kurz rein und dann scrolle ich zweimal. Und wenn ich dann was gefunden habe, wo ich sage, ah, guck mal, in die Richtung kann das gehen, dann ist das fein. Mhm. Aber wenn ich das dritte Mal scrolle und das vierte Mal und das fünfte Mal und eigentlich dann, Ja, ne, ja, äh, klar. nur noch irgendwie auf der Suche bin nach dem ultimativen irgendwas, was mich irgendwie kicken soll, dann hast du verloren. Ja, was mich zum Beispiel oder was bei mir auch geht, durch die ganzen Folgen habe ich viele Karten noch behalten Mhm. oder habe sogar noch mal welche denn noch hier so auch mal gemacht und stehen gelassen. Ich habe also immer noch mal Inspiration, so, was könnte ich denn alternativ machen, wenn ich jetzt überhaupt keine Idee habe. Mhm. Und guck mir einfach meine selbstgemachten alten Karten in dem Sinne an. Vielleicht ist sogar eine, die noch blanko ist, die ich sogar verwenden kann. Oder dann brauche ich gar nicht mich erst in die Ecke setzen und basteln, sondern hab Ja, schon dann hast du was. natürlich Jackpot. Ja, das wäre natürlich das Beste. Ja, das stimmt. Aber das ist,
Also das, was du da sagst, irgendwie auch in die eigenen Reserven da einfach mal reinzugehen und zu gucken, was habe ich denn da schon mal gemacht, was ist denn da, finde ich einen total guten Ansatz, weil du halt nicht dieses Problem hast mit, weißt du, ich meine, dann siehst du irgendwas im Internet und denkst so, oh ja, das ist grundsätzlich schön, aber wenn du so jetzt unter Stress stehst, bist du vielleicht auch nicht mehr so offen zu sagen, okay, ich kann das jetzt irgendwie auf das oder mit dem abstrahieren, was ich jetzt so habe, sondern denkst, oh fuck, ich habe aber die Blume nicht oder ich habe den Spruch nicht oder das Ja, stimmt jetzt ja, mit der gut. Farbe nicht und dann passt das alles nicht. Von daher ist so das eigene zu nehmen, dann weißt du ja auch schon mal, okay, was weiß ich, ein Stempelstanze, wenn du die benutzt hast, dann hast du sie ja offensichtlich irgendwo greifbar oder du Sollte weißt man jemanden, meinen. der sie hat, genau. Naja Genau. gut, wir sitzen ja irgendwie so ein bisschen an der Quelle, also dass da irgendwie das Werkzeug ausgeht, ist ja jetzt nicht ganz so die Gefahr. Eben. Aber das ist tatsächlich dann ganz fein, weil du aus deinen eigenen Vorräten schöpfen kannst und nicht Genau. irgendwie dir Gedanken darüber machen musst, oh Gott, wo kriege ich denn jetzt schnell noch irgendwas her? Auf den Sonntagvormittag. Ja, genau, ganz großartig. Ich habe das Phänomen zum Beispiel auch beim Musikmachen. Ja, Wie oft setze ich mich, also ich setze mich für mein Leben gern ans Keyboard oder auch ans Klavier. Ich habe es mir selber beigebracht, also ich kann keine Noten lesen, ich kann auch meistens nur die Zwei-Finger-Taktik, aber ich mache es halt gerne. Ich ja. kann so die 90er Jahre Musik und sowas kann ich nachspielen. Wie oft sitze ich vorm Keyboard und denk so, oh, ich habe voll Bock, Keyboard zu spielen, baue mir hier alles auf, sitze davor und denk, meh. So, und dann spiele ich aber mal den ersten Akkord oder suche mir irgendeine schön klingende Keyboard-Stimme raus und auf einmal bist du doch wieder drin. Mhm. Also da ist es auch vergleichbar. Da hast du auch mal so eine Flaute, wo du denkst so, ja, und nu? Willst Mhm. zum Beispiel ein Lied kreieren und weißt, kommst aber nicht weiter. Ja, ich glaube auch, also was total hilfreich ist, ist Gas rausnehmen, ne, Ja, grundsätzlich. Also immer. einfach mal zu sagen, okay, ne, also für dich jetzt in dem Fall zum Beispiel zu sagen, ich komponiere jetzt hier nicht eine Symphonie, sondern Genau. klimper mal einfach ein bisschen rum und guck mal, was passiert. Und das ist ja beim Basteln ganz genauso. Einfach drück mal irgendwo einen Stempel ab oder wisch mal ein bisschen Farbe hin und dann stellst du vielleicht irgendwie fest, oh, guck mal, das sieht doch schon ganz gut aus und dann hast du einen Einstieg gefunden. Ja, Ne? genau. Also, es ist natürlich schwierig, wie gesagt, in dem Moment, wo irgendwie eine Deadline im Nacken sitzt oder irgendwie ein Ja. Versprechen, das man gegeben hat oder so, kann das schon schwierig sein. Wobei ich für mich sagen muss, bei mir ist es immer so, je dichter die Deadline rückt, desto produktiver werde ich. Ne? Also ich bin Mhm. ja der Prokrastinator 2000. Also das ist ja, wenn ich die Möglichkeit habe, das noch so eine Minute vorher zu machen, dann mache ich das eine Minute vorher. Okay. Da habe ich echt immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, meine Freundin, die sagt doch immer, oh, du hast mal die Ruhe weg. Ne? Haben wir Workshop irgendwie nächste Woche? Ja, hast du denn schon die Sachen für den Workshop fertig? Nee, nee, mach ich morgen. So, was? Ich könnte überhaupt nicht schlafen. Ich denke auch, nö, eigentlich, das pufft mich so gar nicht. Weil wenn ich im Kopf irgendwie eine Idee habe, wo es hingehen soll, Ja. dann, ja, also wie gesagt, dafür bin ich Profi genug und habe ja auch, wie gesagt, habe ja auch schon in kreativen Flautenzeiten gelebt und weiß, dass man trotzdem was zustande bringt. Ähm, Das schafft einem natürlich dann auch so eine gewisse Selbstsicherheit, ne? Also wenn du weißt, so mit so richtig gar nichts und kein Bock und kein Nix kriegst du was hin, dann kriegst du, wenn es dir gut geht und das läuft, ja erst recht was hin. Ja, logisch. Auf jeden Fall. Was soll denn da passieren? Aber sich selber Druck aufbauen ist so. Das ist kontraproduktiv, würde Das ich ist sagen. total. Ich glaube aber auch, wir sind ja so, oder viele Menschen, die ich kenne, sind mit sich selber so ultra kritisch. Mhm. Also ich denke, man sollte vielleicht zu sich selber mal so ein bisschen sanfter sein und irgendwie, weil bei anderen Leuten entschuldigt man immer alles Mögliche und man selber ist immer der Meinung, oh, das ist jetzt aber nicht mein Masterpiece geworden, das kann ich ja jetzt so nicht abgeben. Das ist nicht gut genug oder das ist nicht, ich weiß nicht was, oder es ist halt nicht das geworden, was ich mir ursprünglich irgendwie vorgestellt habe. Und dann fange ich mich an, da so dran festzubeißen und unzufrieden zu sein oder so. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass ich ständig mit allem, was mir hier vom Tisch springt, immer nur mega happy bin. Ne? Also das ist auch nicht der Fall. Es ist natürlich nach außen sieht das ja immer so aus hier, ne? Ob ich das bin oder die anderen Mädels aus dem Designteam. Oh, da sind immer ständig schöne Sachen und ne, in tollem Licht fotografiert und das sieht alles toll aus und das Mhm. machen wir alle immer so, immer mal so nebenbei. Nee, so ist es in der Tat auch nicht. Und ich glaube, auch das ist was, was man sich dann gut mal vor Augen führen kann, wenn man irgendwie davor sitzt und gerade denkt, so, irgendwie, ich weiß gerade nicht, einfach mal zu sagen, hey, die anderen kochen alle auch nur mit Wasser. Ist so.
Und zur Not wird es dann halt mal eine etwas schlichtere Karte, um jetzt bei So. der Karte zu bleiben. Ja, Karte finde ich super. Naja, also wobei Karte ist ja bei mir, da bin ich ja sowieso eher der Clean and Simple Typ. Ne? Also bei mir reicht so ein Spruch und ein Sticker und du bist fertig. Nee, das reicht bei mir nicht. Also oft zumindest. Hier noch Ja, ein Rub-On und da noch mal was mit Abstandshaltern und so und hier und mit Inlay und ach nee, da gebe ich mir schon Mühe. ja, Also, was man heißt, kann gib ja. mir Mühe, aber mach's bunt. Ja, es macht ja auch Spaß. Also man kann ja auch so richtig schön eskalieren. So ist es ja nicht. Unbedingt. Aber das ist zum Beispiel auch noch eine Strategie, ne? Also ich entkrampfe mich mal selber. Wie gesagt, ne, ich sitze da, Kreativblockade irgendwie. Also ich glaube, ganz oft passiert überhaupt dieser Zustand, dass man feststellt, so, ist, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt. Ja. So. Und an der Stelle tatsächlich auch einfach mal so ein bisschen selbstironisch davor zu sein und mal zu sagen, okay, vielleicht bin ich heute gar nicht so toll, wie ich immer denke. Kann mal passieren. Das heißt ja nicht, Klar. dass man sich da irgendwie in eine Existenzkrise stürzen muss, aber einfach mal zu sagen, okay, an der Stelle habe ich es jetzt vielleicht einfach gerade mal vernagelt. Und was dann einfach auch hilft, ist im Zweifelsfall, also A, ganz wichtig kommunizieren. Also wenn man jetzt irgendwie ein Terminding hat oder so, weil man zu jemandem gesagt hat, ich mache dir was fertig oder man will das Album zu irgendeinem Geburtstag machen oder so. Es gibt immer einen Plan B. Also wenn du zum Beispiel, ja, wie gesagt, wenn es um Geburtstagsgeschenke geht oder so und das fällt einem vielleicht auch erst 2 Tage vorher ein, das ist ja so wie Weihnachten, ne? Das ist solche Ja, es Sachen kommt immer plötzlich. ganz plötzlich, kann man im schlimmsten Fall, wenn man jetzt feststellt, okay, das läuft jetzt hier gerade gar nicht, weil ich baue mir so einen Druck auf, dass ich das irgendwie nicht so hinkriege, wie ich das möchte, einfach mal umswitchen und sagen, okay, ich bastel jetzt einen Gutschein und das fertige Werk gibt es 3 Tage später. Vermutlich wird niemand darüber wirklich böse sein, weil Wahrscheinlich nicht. nein, man muss es einfach sagen. Und in dem Moment, wo du halt jemandem was zugesagt hast, was weiß ich, hat irgendwie eine Auftragsarbeit, der möchte von dir eine Karte, ein Album, weiß der Geier was haben, und du merkst einfach, so, irgendwie kommt das hier gerade nicht. Einfach Bescheid sagen und fragen, ist es okay, wenn es einen Tag später kommt oder kannst du dir eine Alternative auch aussuchen? Ja. Weil nichts ist blöder, als wenn man das so vor sich hin juckelt und denkt, ah ja gut, ich kriege das schon noch hin, ich kriege das schon noch hin, ich kriege das schon noch hin. Und der andere hat dann nachher keine Möglichkeit mehr, eine Alternative zu suchen, weil meistens ist es gar nicht so wild, wenn du sagst, so irgendwie, ich habe mich hier irgendwie verplant oder irgendwie hat das so nicht geklappt. Oder ich habe vielleicht auch tatsächlich jetzt in meinem Bestand nicht das richtige Zubehör dafür gefunden, wie auch immer. Ich dachte, ich hätte noch, habe ich nicht. Ich kann das jetzt bestellen, kommt aber erst später. Reicht dir das oder möchtest du dir vielleicht was anderes ausdenken? Dann kann das auch durchaus passieren, dass jemand anders dann sagt, du, ist kein Thema, dann kaufe ich jetzt eine Karte. Wäre halt schön Ja. gewesen, aber ist gar nicht schlimm. Ne? Ja, so zum Beispiel. Ne? Also das kann an der Stelle tatsächlich auch wirklich helfen. Einfach mal Butter bei die Fische und ne, sprich mal drüber. Und auch an der Stelle, wenn dein Gegenüber dir das Feedback gibt, von wegen, hey, ist gar nicht wild, du musst dir da jetzt nicht 10 Beine ausreißen oder so, ähm, dann entspannt das in der Regel sofort Mhm. und führt dazu, dass du dich direkt dann an den Basteltisch setzen kannst und dann flutschst. Ja, zum Beispiel. So, Wenn es ne? gut läuft, ja. Ja, irgendwie schon. Ich habe ja mal eine ganze Weile, habe ich dir ja, glaube ich, auch mal erzählt, so im Hochzeitsbereich gearbeitet. Ja. Und ne, habe also neben Eventplanung halt auch ganz viel gemacht, was weiß ich, hier an Karten und Tischdeko Mhm. und solchen Dingen. Da ist das natürlich dann so, das sind halt sehr emotionale Geschichten, ne? Also so eine Hochzeit zum Beispiel oder eine Taufe oder so, das ist ja. Oder man plant ja zu dem Zeitpunkt dann meistens, dass das so ein einmaliges Ding ist. Ne? Ja. Und dann soll es natürlich auch besonders schön und perfekt und weiß der Geier was sein. Da hat mir tatsächlich auch immer geholfen, so ein bisschen Selbstbeschiss zu betreiben. Das heißt, ich habe mir meine Deadlines einfach immer so Nach 4 Wochen vorn. vor der Ah, eigenen Deadline. ja. Genau. So, dass ich dann wusste, okay, wenn es daneben geht, hast du noch Puffer, Ja. aber ne? So, weil komischerweise, also wenn ich sage, das ist jetzt mein Lieferdatum, dann bin ich da schon auch sehr erpicht, das dann einzuhalten. Von daher konnte ich mich dann immer ganz gut selbst ein bisschen behumsen, um dann da die Kuh so vom Eis zu kriegen. Weil natürlich in so einem Bereich bist du mit, ja, morgen reicht noch, nicht so richtig gut Nee, unterwegs. da wahrscheinlich eher nicht.
so ein bisschen gesunder Selbstbeschiss hier und da kann das Leben einfach entstressen. Also Ja, wichtig ist, dass man einfach lernt, sich selber irgendwie Strategien zu bauen oder einfach auch erstmal zu merken, okay, offensichtlich stresst mich hier jetzt gerade irgendwas. Was kann ich tun, um das zu vermeiden oder um das irgendwie auszubügeln? Und ich glaube, dass, also wie gesagt, der Weg, sich noch mit mehr Informationen zuzuballern und die Ansprüche noch höher zu setzen, dass der völlig falsch ist. Es mag Leute geben, für die das funktioniert, die wirklich beneidenswert, finde ich super. ja, Bei ja. mir funktioniert das tatsächlich gar nicht. Also die Strategie, ich möchte jetzt irgendwas machen, irgendwie flutscht es nicht, ich schnapp mir Pinterest und scroll drüber, sorgt bei mir dafür, dass ich dann auf dem Sofa sitze und Chips esse, weil basteln nicht mehr. Okay. Funktioniert gar nicht bei mir. Ich kriege Gehirnverstopfung und das macht mich, es inspiriert mich auch nicht. Und ich weiß eigentlich ehrlich gesagt dann auch, also dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde oder länger Hm. irgendwie über meinen Bildschirm gescrollt und ich weiß am Ende auch gar nicht mehr, was ich mir da angeguckt habe. Also da bleibt auch keine Information hängen. Ja, okay, dann hat es auch keinen Zweck. So, also da bin ich irgendwie, also für mich funktioniert das nicht. Aber wenn jemand natürlich sagt, ey, für mich funktioniert das total gut, ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Hängerchen, dann gucke ich da mal kurz rein und denke, oh, das ist voll schön, es inspiriert mich und ich kann gleich loslegen. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Das ja ist klar. natürlich richtig, richtig super. Go for it. Aber was man natürlich schon auch noch machen kann, also jetzt, wenn man jetzt nicht ins eigene Regal greift und sagt, okay, guck mal, was habe ich denn schon mal gemacht, ist halt generell die Augen offen halten. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei der Geburtstagskarte, ich soll für irgendjemanden eine Geburtstagskarte machen, ich stelle jetzt irgendwie fest, okay, Geburtstag ist eigentlich jetzt gerade nicht mein Thema, aber wenn man mal genau hinguckt, findet man überall irgendwas, was passt. Ja? Klar. Also sei es, du bist, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie bei der Drogerie deines Vertrauens, lässt da gerade deine Fotos durch den Automaten ziehen, was wir ja gesagt haben, nicht so schön ist. Ja. Ähm, und da hast daneben noch irgendwie das Regal, wo irgendwie noch so ein bisschen Deko-Schangelkram ist oder irgendwie irgendeine bunte Serviette oder eine Kerze oder weiß der Geier was. Und manchmal reicht das. Guck da einfach mal hin. Was ist denn da? Ne? Thema Hm. Geburtstag. Ich hätte jetzt Geburtstag, was würde ich denn hier? Welche Serviette würde ich mitnehmen? Und warum gefällt die mir? Und dann, also lernt man einfach mal anders hinzugucken und Inspiration aus dem Alltag mitzunehmen, weil Inspiration ist überall. Und dieses Wahrnehmen von solchen Dingen, das kann man tatsächlich lernen. Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, gerade auch in dem Bereich, so eine schöne Box oder so. Mhm. Da findest du im Bereich Pralinen oder ähnlichem ja auch manchmal so tolle Inspirationen. Mhm. Also, Ja, das klappt das, hervorragend. ja, und das funktioniert für solche Sachen halt auch. Ne? Da einfach mal, was auch hilfreich sein kann, sind so Negativbeispiele. Ne? Ich sage ja immer, ich bin ja kein Kartenschreiber, ne? Also so richtig gar nicht. Ich bastel gerne mal Karten, aber ich verschicke und verschenke nie welche. Okay. Aber so die große Androhung irgendwie bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis ist, wenn du von mir eine gekaufte Karte kriegst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich dich echt nicht mag. Oh, So, oh. so. Kaufkarte ist so das maximale Übel. Und ja, weil ich immer denke, ich muss doch keine Karte kaufen, ich habe doch alles hier, ich kann doch Ja, eine stimmt ja machen. auch. Ja, klar. Ne? So, und ich finde, es gibt auch einfach unfassbar, also es gibt auch ganz, ganz tolle Karten zu kaufen, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Es Aber gibt ja auch ganz viel Müll. ne, in irgendwelchen Schreibwarenläden oder so, die dann auch vielleicht spezialisiert ein schönes Ja, Sortiment haben, klar. Aber es gibt richtig viel Rubbish. Ich denke da immer daran, ich habe damals, als der Ex-Mann noch nicht Ex-Mann war, da hatten wir bei uns im Flur, hatte ich einen ganz großen Bilderrahmen, der ist irgendwie so 1,20 auf 1,20 und da habe ich eine Collage gemacht aus all unseren Glückwunschkarten, die wir okay. gekriegt haben. Und da waren auch echt Stilblüten bei, ne? Also so das hübsche ja, rote Rosenmotiv im Goldrahmen. Ja, der Klassiker. Ah, von Omas Nachbarin, weißt du Bescheid? Du denkst, okay, ist das jetzt ein Glückwunsch oder eine Trauerkarte? Man weiß es nicht genau. Kann man für beides verwenden. Oh, echt, ja, genau. Eine für alle Karte, eine für alles Karte. Ähm, aber manchmal hilft es auch so Negativbeispiele sich mal anzugucken und sagen, boah, wie gruselig ist das denn? Ja, Weil man klar. sofort also es geht nicht darum, das schlecht zu machen oder so, weil auch an der Stelle, es hat alles seine Daseinsberechtigung und wahrscheinlich gibt es Leute, die finden das gut, weil sonst wird es das gar nicht geben. Ja, das ist so, klar. Ne? Aber in dem Moment, wo ich für mich feststelle, boah, finde ich das ätzend, entwickle ich aber auch gleich eine Idee davon, was gefällt mir Ja, eigentlich. Und habe auf dem ja, Weg klar. auch wieder einen Zugang. Ich bin zum Beispiel froh, dass es bei Kreativdepot nicht diese
Musikdoodle-Einlagen dafür gibt für die Karten. Die hysterisch schreiend mit einem Ohr klingeln, denn irgendeine Imitation von Happy Birthday oder sowas vordudeln und wo du erstmal einen halben Hörsturz kriegst, weil dir das Trommelfell dreimal eingerissen ist. Aber hast du das früher nicht gefeiert? Ich hatte mal Geht so. da war, ich weiß nicht genau, ich war 7 und ein Keks und dann hatte ich zu Weihnachten irgendwie, also Adventskalender wie heute mit 1000 Tütchen und also jeden Tag ist eigentlich schon Bescherung. Das gab es damals nicht. Nö, Also bei mir nicht und auch so im Bekanntenkreis bei mir irgendwie. auch nicht. Und ich hatte halt so einen Schoko-Adventskalender und der hatte aber oben so ein Türchen. Wenn man das aufgemacht hat, dann hat er halt irgendwie so ein Weihnachtslied gedudelt. Und Mhm. das war für mich das Allergrößte. Damals war es auch was Besonderes. Wir haben uns Ende der 90er, Anfang 2000er auch darüber gefreut, dass es so Mini-Ghetto-Bläschen gab, so Mini-Kassettenrekorderchen. Und Hm. da war ein einziges Lied drauf programmiert Ja, von Broses und was damals halt so aktuell ja, war. heck yes, ja, jetzt wo du das sagst. Auch in einer verbotenen Tonqualität, aber man hat es erkannt. Ja, dieser komische China-Klingelkram. Ja, genau. Oh, ja, ja, aber ja, verdammt. Aber das für Karten, das ist ja eigentlich lustig. Das ist schon wieder so schiebig, dass es schon wieder witzig ist. Ja, das stimmt. Ja, also jetzt mal ganz im Ernst, ich habe ja letztes oder vorletztes Jahr, nee, ich glaube sogar schon vorletztes Jahr hatte ich ein Stempelset gemacht und es gibt einen Stempel, da kannst du dann, also das ist ein Set mit einzelnen Wörtern, die du als Bausatz benutzen kannst für Weihnachtskarten und du Ach kannst so, zum ja. Beispiel stempeln Last Christmas Ohrwurmkarte. Aha. Ja, die habe ich tatsächlich auch mal verschickt, kam gut an. Und wenn ich mir vorstelle, dazu jetzt, wenn du die aufklappen würdest und das würde dann dudeln, also das wäre so richtig, richtig hardcore. Das würde ich schon gut finden. Also bei diesen, um nochmal auf diesen Ghetto Blaster zurückzukommen, wenn man da irgendwie günstig rankäme und der funktioniert sogar noch. Die Dinger sind ja, weiß ich nicht, ein Tick kleiner als ein Feuerzeug. Ja, So, und du bist zu einer 90er-Party eingeladen, dass man oder bist dazu aber, eine Dankeschön-Karte, Eyelet rein und dann mit ja, dem Schlüsselring dann diesen Ghetto Blaster an die Karte hängen. ja. Guck mal, damit bist du aber King of Kotlet auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall geil, ja. Und wenn du dann auch Ja, noch sagst, es ist alles selbst gemacht, bis auf den Ghetto Blaster. ja, mega. Aber nur, wenn du dazu so eine Adidas-Hose trägst, die man an der Seite so, weißt du, so Die Knopfhose, eine Schnellhose. genau. Und ein Tamagotchi mit Kordel um den Hals tragen. Ach so, Gehört dann okay. auch noch Die dazu. Tamagotchi-Geschichte ist an mir damals tatsächlich vorbeigegangen. Aber ich war ja auch schon immer irgendwie gegen den Trend. Aber guck mal, weißt du, was wir jetzt gerade gemacht haben? Einfach, genau, sich über Blödsinn unterhalten oder Sachen, die einfach irgendwie doof sind und man kommt in die Kreativität. Ja, und schon kam eine Idee, genau. So, ne? Ob die dann am Ende mega toll ist oder nicht. Wobei ich, wie gesagt, die Doodle Last Christmas-Karte schon, also es gibt so den einen oder anderen, dem ich die verpassen würde. Ähm, Es gäbe bei mir zum Beispiel jemanden, der sich sogar da sehr drüber freuen würde. oh mein Gott, solche Ja, Leute gibt es? mein bester Kumpel liebt den Song. Der freut sich jedes Mal, wenn die Saison losgeht und das erste Mal Last Christmas im November abgespielt wird. Ab Toten Sonntag machen es ja die meisten Stationen. Ja, ja. Er freut sich wie Bolle. Ach, mega. Sehr geil. Okay, guck mal, jetzt haben wir gerade den Beweis geführt, dass Last Christmas und Kreativität sich gar nicht ausschließen. Wie schön. Guck mal, aber jetzt können wir ja noch mal wieder ein bisschen ernst werden. Also, ähm, wir haben festgestellt, es kann helfen, Stress rauszunehmen und es kann helfen, sich selber mal nicht so ernst zu nehmen, einfach mal ein Ja, bisschen Blödsinn zu machen, einfach mal loszulegen. Ähm, und halt vor allen Dingen dieses Gefühl von, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt das Meisterwerk meines Lebens abliefern. Das hm. ist in dem Moment, wo du merkst, es flutscht nicht, ist das kein guter Anspruch. Also Ziele realistisch halten ist auch immer gut. Und vor allen Dingen auch sich selber sagen, das muss man auch mal sehen, um nochmal auf dieses Thema, wir sind mit uns selber so kritisch zurückzukommen. Die meisten Leute, die dich oder mich bitten, denen eine Karte zu basteln, tun das, weil sie selber keine Karte basteln. Ja, Weil klar. sie entweder nicht können oder nicht wollen oder wie auch immer. Die geben das aus Gründen ab. Und die freuen sich auch über eine Sache, wo du sagst, okay, das war jetzt irgendwie nicht das Geilste, was ich jemals gebaut habe, freuen die sich schon wie ein Schnitzel, weil die ein ganz anderes Anspruchsdenken haben und sagen, boah, wie cool, du hast mir deine Zeit geschenkt, du hast mir hier was mit der Hand gemacht, du hast es für mich gemacht, ich freue mich. Ja, Ja, du hast so, eine Karte gemacht. genau, also das ist so dieses, ja, der Anspruch der Herangehensweise ist dann von der Seite auch eine ganz andere. Ja. Ja. Andere Geschichte.
wie gesagt, wenn du irgendwie in einem Projekt bist und du bist irgendwie schon so halb fertig, keine Ahnung, lass es ein Layout sein, eine Box, eine Schachtel, eine Karte, ist eigentlich auch egal, was. Ähm, Bis dahin lief es alles gut und du weißt, okay, an der Stelle ist es jetzt aber irgendwie noch nicht, da muss noch was. Und dann fängst du an zu schieben und zu wühlen und nochmal umzureißen und noch was dazu und noch was wieder weg und irgendwie wird es alles nicht. Und irgendwann bist du völlig irgendwie am Verzweifeln. Ja. Und an der Stelle ist es auch total wichtig, einfach festzustellen, okay, ich komme jetzt hier gerade in so einen Modus von, ich fange an, in so einem Hamsterrad zu rennen. Mhm. Ja, das Ganze macht mir jetzt hier gerade keine Freude, sondern es stresst mich total. Ähm, und um da dann auch nicht irgendwie sich kreativ dran auszubrennen, hilft es tatsächlich auch einfach mal zu sagen, komm, ich packe dich jetzt mal hier in die Ecke, ich finde dich heute doof und morgen sprechen wir nochmal Ja, miteinander. hätte ich jetzt auch gesagt. Einfach zur Seite legen, vielleicht sonst mit was anderem anfangen, sich Ja, mit oder was vielleicht anderem ablenken. genau, oder vielleicht halt dann ja was ganz anderes machen. Einfach mal den Basteltisch Ja, ja, sein lassen. genau. Vielleicht, ne, vielleicht reicht es einfach 10 Minuten mal rauszugehen. Oder man setzt sich hin und guckt einen Film oder man geht ins Bett und schläft eine Nacht drüber. Also dieses, was man immer so schön sagt, einfach mal eine Nacht drüber schlafen, ist Hilft. für viele Dinge der beste Ratschlag ever. Das ist Also so. ganz im Ernst, weil das nimmt dann auch der ganzen Situation den Krampf und meistens, wenn man dann so befreit und ausgeruht nochmal rangeht, ähm, dann läuft's. Ja, das stimmt. Ja. Aber es kann natürlich auch passieren. Ich hatte das jetzt gerade ähm, gestern, dass ich mit einer Freundin gesprochen habe, die hat ein Projekt in Arbeit für das nächste Kreativsüchtig-Magazin und hat dann einfach an einer Stelle, ja, da hat es jetzt einfach ist es am Werkzeug gescheitert. So, sie hat halt irgendwie versucht und versucht und versucht. Und das Ganze endete dann damit, dass sie sagte, wir müssen unbedingt telefonieren. Ich glaube, das wird nichts. So, und unterm Strich hat sich dann rausgestellt, es war einfach überhaupt gar nicht wild und es war auch, sie hatte auch keinen Denkfehler drin oder sonst irgendwas. Es war an der Stelle halt einfach Material und Werkzeug waren jetzt einfach nicht ideal miteinander. So, Mhm. es war nur eine ganze Kleinigkeit. Und das war überhaupt nicht wild so. Und das wird ein ganz, ganz tolles Projekt, also richtig mega schön. Und ja, das kann einem dann aber so, ja, ist da so, einem die Sache so verleiden, ne? Wenn man dann auch, wie gesagt, sich da so drin festbeißt und nicht in der Lage ist, das dann loszulassen, sondern einfach ne, nochmal und nochmal und nochmal. Und du bist ja dann auch in so einem Modus, du rennst mit Anlauf immer wieder gegen den gleichen Pfosten. Ja, natürlich. Nochmal und immer nochmal und wunderst dich jedes Mal wieder, dass es nicht vorwärts geht. Ne? Wenn man irgendwie, ja, weiß ich nicht, 32 Mal das Gleiche auf die gleiche Weise ausprobiert und sich dann immer noch wundert, dass es nicht klappt. So. Ja, und dann irgendwie, ja, vielleicht auch anfängt an sich selber zu zweifeln. Er sagt, bin ich irgendwie zu doof? Kann ich das nicht? Habe ich einen Denkfehler? Mhm. Ist das alles irgendwie, ne? Und dann ja auch wieder dieses Vergleichen. Bei den anderen sieht das immer alles so einfach aus. Das funktioniert, wieso bei mir nicht? So. Und also sie ist auch durchaus eine sehr erfahrene Bastlerin. Am Können scheitert es definitiv nicht. Also Ja, ganz sicher nicht. Das war mir auch schon klar. Aber ähm, wie gesagt, manchmal ist es einfach so, dass man so irgendwie mit dem Brett vorm Kopf davor steht, dass man einfach überhaupt auch nicht mehr in der Lage ist, irgendwie mal rauszuzoomen und jetzt so. auf Distanz mal zu sehen, ja. Ja. Also ich meine, es gibt ja auch, also es gibt schon auch so, wie soll man sagen, es gibt ja auch Arschlochprojekte. Ne? Man hat ja auch manchmal was, da fängt man wirklich sehr beherzt an und stellt halt unterwegs fest, okay, ist halt nicht so mal eben nur mit Spaß, wie ich mir das vorgestellt habe. Also auch an der Stelle, Ja, es gibt ja immer unterschiedliche Bastlertypen. Es gibt ja Leute, die lieben so Fleißarbeiten, ne? ja. Ich persönlich jetzt nicht immer so. Muss ich in der Stimmung zu sein. Also wenn ich total relaxed bin und sonst nichts zu tun habe, dann kann ich mich auch mal völlig problemlos irgendwie 3 Stunden mit einer Fadenbindung aufhalten oder so. Das geht schon. Ähm, aber auch da kann das halt durchaus mal passieren, dass man dann irgendwie feststellt, so, jo, das bremst mich jetzt gerade mehr, als es mich nach vorne bringt. Mhm. Was auch manchmal helfen kann, also weil ich ja die ganze Zeit sage, Gas rausnehmen, nicht dran festbeißen und so weiter und so weiter. Was aber auch helfen kann, ist manchmal durchzuhalten. Okay.
Mhm. Kommt jetzt ein bisschen paradox, sag ich mal, aber Ja, total. Es kommt aufs Projekt drauf an, natürlich, weil es klar. gibt einfach Projekte, die, wenn die halb fertig sind, dann sehen die halt auch halb fertig aus. Und die sehen nicht aus, als würden sie jemals fertig werden, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ne? Also es gibt manche, da legst du irgendwie drei Papiere zusammen und sagst, ich kann schon was erkennen. Und es gibt welche, die wehren sich. Die haben so ein Ja, Eigenleben. ja. Warum auch immer. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ey, ich habe jetzt hier schon 1,5 Stunden gerödelt und irgendwie wird Passiert das. nichts. Das ist nichts, das habe ich irgendwie blöd gemacht, ich will es in die Ecke schmeißen, keine Ahnung. Und ja, manchmal muss man sich auch einfach ein bisschen durchbeißen. Also es gibt durchaus auch Projekte, wo es sich dann lohnt zu sagen, okay, ich halte das jetzt durch. Wobei das wahrscheinlich weniger ähm, Kreativitätsblockade ist, als halt so eine Phase von, ne, dieser Zwischenschritt, die Entwicklung dauert mir zu lang. Die Das ist vielleicht Ungeduld, ja. eher eine Geduldsfrage, genau. Das war das Wort, was mir gerade fehlte, Geduld. Aber kann natürlich auch dazu führen, dass man, wenn man gerade irgendwie auch in so einem selbstkritischen Modus ist oder so, dann irgendwie denkt so, klappt nicht. Ja, ja, Ne? Ich gut. habe mir das so schön vorgestellt, warum klappt denn das nicht? Mhm. So, ja. Und dann kann es manchmal, genau, paradoxerweise auch hilfreich sein, sich irgendwie durchzubeißen. Weißt du, was mir total hilft, um meinen kreativen Flow anzukurbeln, wenn ich so gar nichts hinkriege? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ich habe eine Kreativitätsplaylist. Ich habe Musik, also ich habe so drei so Lieblingslieder. Weißt du, Ja, solche, die ich, wenn hier keiner um mich rum ist, laut mitgrölt, dann renne ich hier durchs ja, Haus und gebe was zum Besten. Das sind so für mich so Lieblingsstücke. Es sind drei, die Playlist hat drei Songs und dann stelle ich die auf Repeat. ja. Ja, und dann läuft hier in Dauerschleife nur diese drei Titel. Oder manchmal kann es auch sein, dass ich mich sogar nur für ein Lied entscheide. Und das läuft auf Dauerschleife. Das heißt, ich habe im Hintergrund was mir gute Laune macht, weil ich es einfach total gerne mag. Aber weil ich es natürlich kenne und nach dem dritten Mal hörst du eigentlich auch nicht mehr richtig zu, rutscht es dann irgendwann so in den Hintergrund. Und Ja. ich bin dann so in meiner Wohlfühlwolke aus diesem Lieblingslied oder diesen Lieblingsliedern. Und da kann ich immer total gut machen. Ja, gut, ist ja auch logisch eigentlich. Du verbindest die Musik mit positiven Vibes, womöglich auch mit positiven Erinnerungen. Mhm. So, und dann sollte es eigentlich auch mit der Kreativität nur so losgehen. Ja, also funktioniert für mich immer. Das Fast glaube immer. ich. Ja. Fast immer. Fast immer. Wie gesagt, manchmal gibt es auch das Projekt, wo man sagen muss, auch, ich gehe jetzt ins Bett. Wein. Ja, geht auch mal. Ne? Kommt dann auch auf die eigene Stimmung, sag ich mal, an, aufs Gefühl, aufs Gemüt und auf die Uhrzeit. Und ich glaube, was wirklich helfen kann, ist einfach, wenn man weiß, ey, den anderen geht's auch so. Also ich bin ja immer so ein bisschen so ein Fan von, ne, hier, mehr Realität auf Instagram und so. Ich glaube, wenn wir alle mal mehr auch nicht nur damit beschäftigt werden, unsere Masterpieces irgendwie in die Kamera zu halten, sondern auch einfach vielleicht mal ähm, ein Bild vom Fail-Projekt oder von so einem, weiß ich nicht, ne, irgendwie so ein Dings, das nicht vorwärts geht, einfach mal in die Story zu schmeißen, zu sagen, hey, ich bin hier gerade voll blockiert. Wahrscheinlich würden direkt 20 Leute um die Ecke kommen und sagen, ey, aber das ist doch voll cool, du kannst an der Stelle noch so und so machen oder mach doch mal so und so. Und das würde sich einfach, also dieses Gefühl von, ich komme nicht weiter, würde einfach verpuffen. Kann ich nur empfehlen. Das hatten Ine und ich. Folge 67 hatten wir ja diesen Geistesblitz mit dem Fallstern, mit den Magneten. Ja, Aber eine Folge davor, wir waren wirklich am Überlegen, ob wir die überhaupt veröffentlichen. Wollte überhaupt nichts funktionieren. okay. Das war mit der heißen Folie und wir haben es nicht hingekriegt. Es war zum Verzweifeln. Und da haben Ina und ich dann so zusammengesessen nach der Aufzeichnung und so, wollen wir das wirklich senden? Und ich saß da auch so vor, boah, was soll ich denn da jetzt noch Positives rausschneiden? Das ist nun mal kacke gelaufen. Ja, Und dann dachte ich so, nee, aber genau das brauchen wir auch mal, zu zeigen, so, es läuft nicht immer alles rund und alles ja, perfekt. ja. Es sind auch nur Menschen, so, und es wollte einfach nicht funktionieren, so wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, also, ich weiß gar nicht mehr die Überschrift, irgendwie Pleiten, Pech und Pressfolder, glaube ich, habe ich es genannt. Ja, passiert. Aber es gehört Ja, dazu. total.
Also, wie gesagt, ich denke, dass dieser Selbstanspruch, den wir da haben, dass man tatsächlich das echte Leben und die Fehler durchaus einfach mal begrüßen sollte Ja, zwischendurch. ist Sagen, auch so. okay, war nicht so geplant, ist Lehrgeld. Beim nächsten Mal weiß ich es besser. Genau. Ja, tatsächlich. Absolut. Und was auch noch helfen kann, ne? Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, keine Ahnung, ich möchte jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich möchte jetzt unbedingt ein Layout machen, aber irgendwie, keine Ahnung, weil ich das vielleicht gerade lange nicht gemacht habe oder wie auch immer. Also was mir persönlich total hilft, ist mich zu begrenzen. Wenn ich zum Beispiel, ja, wie gesagt, für ein Layout oder auch für ein Album, mir einfach, ich packe mir quasi ein Kit, ich weiß, okay, ich möchte ein Album machen mit so und so viel Seiten, dafür brauche ich, keine Ahnung, 4 Bogen Cardstock, ich brauche einen Bogen hier Graupappe, ich brauche ein kleines Stück Buchleim und ich brauche 5 Designpapiere oder so. Ja, ja. Ne? Also ich meine, hier du weißt es ja, die Fülle in meinem Bastelreich, das kann ja auch durchaus überfordern mal, wenn man diese Wahnsinnsauswahl hat. Weißt du, dann fängst du an Ja, der Stelle an zu gucken und denkst, ah, ich muss jetzt aber diesen einen Sticker finden, der da so mega toll noch zupasst. Und also wenn ich den nicht habe, dann wird das alles nichts. Oder man ist eigentlich damit beschäftigt, ja, in den unendlichen Weiten seiner Vorräte sich zu verlieren, anstatt sich auf die eigentliche Reise zu machen. mhm. Also, das kann ich tatsächlich auch mal ganz gut. Eigentlich wollte ich was machen, am Ende habe ich irgendwelche alten Materialkits sortiert. Wirklich sich zu begrenzen, zu sagen, ich nehme mir jetzt einfach mal das und das und damit mache ich das jetzt. Punkt. Und vielleicht auch einfach sogar zu sagen, ich nehme mir jetzt auch einfach mal mit Absicht vielleicht dieses eine Papier, das ich irgendwie nie wirklich wegschmeißen mochte, weil, weiß ich nicht, aber so mein Lieblingspapier ist es eigentlich auch nicht. Und genau das nehme ich mir jetzt. Ja, So, und dann habe ich eine Auswahl von 4, 5 Materialien, die ich dann für mich benutzen muss, in Anführungsstrichen. Ich kann mhm. das, wenn das dann nachher fertig ist, na klar, kann ich dann nochmal losgehen und nochmal einen langen Arm machen und sagen, oh, hier, meine Sticker-Kollektion, ich schmeiß nochmal 35 Enamel-Dots drauf oder sonst irgendwas. Aber für das eigentliche Projekt wirklich zu sagen, ich nehme das und dann gucke ich mal, was damit geht. Oder wenn ich eine Karte machen will, einfach zu sagen, okay, ich suche mir einen Stempel, eine Stanze, einfarbiges Papier. Die Sachen sind ja so vielseitig, man kann so viel Klar. rausholen. Und wenn man halt dann nicht sich selber ablenkt mit 1000 Dingen, die man auch noch könnte und so, Mhm. ähm, dann hilft einem das, sich auf das zu fokussieren, Ja, was man eigentlich machen möchte oder was man vor der Nase hat und kommt dann auch wieder in so eine andere Form der Kreativität, weil man halt auch anfängt, Dinge anders zu benutzen, zum Beispiel anders zu kombinieren, als du das aus dem ersten Impuls heraus machen würdest, weil du dich einfach intensiver beschäftigst mit den Sachen. ja. Bisch, bisch, Problem. bisch. Sind das für Interferenzen hier? Und ich hatte noch gar keinen Alkohol heute, verdammt. Na, Versprochen. vielleicht irgendwo unbewusst? Nein, Okay. nein, nein. Mein Laugenbrötchen war alkoholfrei, das weiß ich genau. Ja, gut. Das kann übrigens auch mal helfen, ne? Also ich will jetzt hier nicht gesundheitsgefährdende Genussmittel bewerben, wobei ich liebe Wein. Ich trinke total gerne Wein. Ich trinke auch zu viel davon, aber die Leber wächst ja mit ihren Aufgaben. Und tatsächlich auch das, ne? Also wenn man sich halt irgendwie verkrampft und keine Ahnung, ein Gläschen Prosecco kann manchmal auch Wunder wirken. Ja, gut. Es gibt aber ja auch Leute, die keinen Alkohol trinken dürfen, dann Natürlich, dass das für die nicht in Frage kommt, ist klar. Wobei, also, ne? Vielleicht ist auch einfach das Happening, nämlich zu sagen, okay, komm, ne, ich mache mir jetzt, es muss ja, es gibt auch für alles ganz wunderbare alkoholfreie Varianten, einfach auch zu klar, sagen, ich schenke mir jetzt einfach mal irgendwas ein, ich kredenz mir persönlich was, ich lehne mich mal kurz zurück, ich gönne mir diesen Entspannungsmoment und dann flutscht es vielleicht auch. Aber im kann auch schon Zweifelsfall, helfen. ja. Aber Wein finde ich grundsätzlich schon gut. Nee, Verdammt. ich bin nicht so der Weintyp. Du bist eher das Bier, ne? Ich bin eher Bier. Also wenn gefragt wird, so, hast du Wein? Ja, wie die Pest. Ah, guck mal. Aber es ist natürlich, also ich meine, wir Mädels, ich weiß das zum Beispiel von unserem hier Crop in Ludwigsburg, den wir ja auch im Oktober wieder haben. Ähm, da, ja, also gehört in so ein Workshop-Kit tatsächlich auch ein Aperol mit rein.
Doch, guck. Ja, ist ja auch ein sehr beliebtes Getränk mittlerweile. Ja, und funktioniert super. Also gerade zum Beispiel bei unseren Mixed-Media-Abenden, weißt du, erstmal alle ein bisschen locker machen und dann die Farbe klatschen. Funktioniert super. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, aber wenn du dann da auch so ein Rudel hast, was weiß ich, 25, 30 ausgeflippte Weiber, ähm, dann ist das halt auch noch eine lustige Sache. Also, Klar. wie gesagt, ich möchte jetzt nicht dafür Werbung machen, zu sagen, setzt euch in euren Keller, lasst euch volllaufen und hofft darauf, dass die Karte passiert. Das natürlich nicht. Nee, Das war damit nicht gemeint. Aber wie gesagt, es kann das auch mal. auflockern. Kann tatsächlich mal. Ja, wenn man einfach in so eine Situation kommt, dass man sagt, man muss sich jetzt selber einfach mal den Stock aus dem Allerwertesten amputieren, kann auch das hilfreich sein. In diesem Sinne, So, Prost. auch eine Blockade, genau, Prösterchen, auch eine Blockade ist zu bekämpfen. Macht euch selbst nicht fertig. Unbedingt. Das ist das Allerwichtigste. Einfach dran denken, allen anderen geht es ganz genauso. Es ist überhaupt nichts Unnormales, es ist überhaupt nichts Schlimmes. In dem Moment, wo es existenziell, also wo es wirklich schlimm ist, wo es einen tief trifft, drüber sprechen. Es gibt immer Mittel und Wege und da windet man sich auch wieder raus. Und wenn es akut ist, einfach im Zweifelsfall sich einen Plan B überlegen. Das kann mal wirklich helfen. Genau. Jo. Liebe Mel, ich danke dir. Immer gerne, Pete, das weißt du doch. Das weiß ich. Jo. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, sehr schön. Genauso tun wir das. Bis zum nächsten Mal. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniere gerne unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.